Hallo, heute habe ich für dich ein Zeitraffer-Video, wie ich meinen Kleiderschrank ausmiste. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass ich das mache, sondern ungefähr Runde 725. Denn, wie wir wissen, hört es ja nie auf mit dem Ordnung halten, solange Dinge immer wieder zu uns kommen. Ich habe dir das Video Zufluss stoppen mal oben verlinkt. Und du erhältst von mir ein paar Tipps fürs zwischendurch mal wieder aussortieren. Let's go! Bevor du irgendwo anfängst aufzuräumen und auszumisten, empfehle ich dir immer, Ziele bzw. gewünschte Ergebnisse für einen Bereich festzulegen. Kannst du nämlich daran auch messen, ob am Schluss dieses Ziel erreicht worden ist. Um so ein Ergebnisziel festzulegen, ist es auch wichtig zu verstehen, in welcher Situation bin ich denn gerade. Vielleicht hast du gerade ein Kind auf die Welt gebracht und passt noch nicht wieder in deine Klamotten. Das ist ja völlig normal. Es wäre ein schlechter Zeitpunkt, jetzt radikal auszumisten, alles, was dir nicht mehr passt. Oder du befindest dich gerade in so einer neuen Jobfindungsphase und weißt noch nicht so genau, wo es hingeht. Es wäre jetzt auch ein schlechter Moment, die Business-Klamotten alle wegzuschmeißen. Also sei da vorsichtig und überleg dir gut, was kann ich überhaupt erwarten. Andernfalls lauert da nämlich eine große Enttäuschung oder das, wovor viele Angst haben, das Falsche zu entsorgen. Also mach dir vorher klar, was möchte ich und was kann ich in der jetzigen Situation überhaupt erreichen. Meine Ausgangssituation war, dass ich jahrelang hauptsächlich Schwarz, Rot und Grün gekauft und getragen habe und jetzt festgestellt habe, dass andere Farben auch ganz schmeichelhaft sind und hatte da jetzt auch schon neue Sachen ein bisschen dazu gekauft, aber alte noch nicht aussortiert. Habe auch meinen Job letzten Sommer gekündigt, in dem ich eher Business-Klamotten getragen habe. Ich wollte endlich Entscheidungen treffen für die Kleidungsstücke, an denen immer so ein großes Fragezeichen hing, und ich wollte wieder mehr Platz auf dieser Kleiderstange haben. Das war mir alles zu gequetscht. Um zu starten, empfehle ich dir zu schauen, dass möglichst alles aus der Wäsche da ist. Dass nicht die Hälfte deines Kleiderschranks gerade im Wäschekorb, in der Waschmaschine oder auf der Trockenleine sind. Weil nur dann kannst du auch vergleichen, was habe ich denn und was möchte ich gehen lassen. Ich habe mir für dieses Auffrischungs-Ausmistprojekt 1 Stunde Zeit eingeräumt und habe dann davon die 20% abgezogen, sodass nach 48 Minuten mein Wecker auf meinem Handy geklingelt hat. Außerdem habe ich mir eine To-Do-Liste zurechtgelegt und mir meinen Handstaubsauger mitgenommen, den ich auch immer zu meinen Kunden mitbringe, sowie einen feuchten Lappen, um die Schubladen auszuwischen, und diverse Taschen, um zu sortieren in das werde ich spenden, das kann in den Altkleidersack, Dinge, die zum Schneider sollen und Dinge, die ich noch färben möchte. Meine Tipps für ein Auffrischungs-Ausmistprojekt lauten: Erstens, arbeit auch hier nach Kategorien. Egal wie das bei dir angeordnet ist, schau, dass du alle T-Shirts zusammenbringst und einmal durchgehst, alle Hosen, alle Pullover, die Sachen, die kategorisch zusammengehören. Denn nur so kannst du auch entscheiden. Wie hier bei mir zu sehen, habe ich 2 schwarze Stoffhosen. Tipp 2, anprobieren. Probier die Sachen nochmal an. Nicht, vielleicht brauche ich irgendwann eine schwarze Stoffhose, sondern probier sie an, und wenn sie dir nicht gefällt, nicht sitzt, dann kann sie weg. Nur wenn du beide Hosen auch siehst, wirst du dich leichter entscheiden können für die eine oder die andere. Unten unter der Kleiderstange siehst du so eine Kiste, und das ist eigentlich die Spendenkiste. Also jedes Mal, wenn ich was in die Hand nehme und denke, nee, das will ich nicht mehr anziehen, dann kommt das da rein. Dieses Mal waren jetzt tatsächlich nur 2 Teile drin. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten in den letzten Monaten. Aber das als Tipp Nummer 3. Stell dir so eine Kiste auf, direkt im Kleiderschrank, die dich auch so visuell daran erinnert, hey, es ist auch eine Möglichkeit, die Sachen nicht zurückzuhängen, wenn du sie nicht anziehst, sondern sie direkt dort zu sammeln und dann mitzunehmen und sie zu spenden oder auch zu verkaufen. Tipp Nummer 4. Hängen oder falten. Bei mir ist es so strukturiert, dass die Sachen, die ich draußen anziehe, die schickeren Sachen, dass ich die hänge, mit der Ausnahme von Hosen, und alles, was ich entweder drunter trage oder vorzugsweise zu Hause oder in meiner Freizeit in der Kommode seinen Platz findet.
Ich besitze nicht so viel, dass ich jetzt in diesen kommoden Schubladen die Wahnsinnsübersicht brauche. Ich sehe das auch, wenn das übereinander liegt. Wenn du mehr Sachen hast oder es dir auch eine Freude bereitet, die Dinge zu falten. Ja, wenn das, für manche ist das eine wahnsinnige Befriedigung, diese Sachen achtsam und geduldig zu falten und da eine Verbindung zu den Kleidern herzustellen. Mir gibt das nichts, deswegen mache ich es nicht. Aber wenn dir das Spaß macht oder es eben notwendig ist, um da den Platz vollkommen auszunutzen, eine Übersicht zu haben, dann mach das gerne. Ich verlinke dir ein Video von meiner Kollegin, von der Olivia, ordnungsprofi.at, die dir in ihrem Video zeigt, wie das Falten nach KonMari richtig funktioniert. 5. Beim Aufhängen würde ich dir speziell bei offenen Kleiderschränken oder Kleiderstangen immer gleiche Bügel empfehlen, da wo es möglich ist. Es macht einfach ein schöneres, ruhigeres Bild. Tipp 6. Unterscheid nur zwischen Winter- und Sommergarderobe, wenn dein Platz das nicht anders zulässt. Ich mache da keinen Unterschied, ich habe alles zusammen bis auf dicke Winterjacken, weil ich auch im Winter mal ein Sommershirt drunter ziehe oder im Sommer einen Winterpulli anziehe, wenn wir länger draußen sitzen. Ich finde, da ergeben sich dann auch ganz spannende Kombinationen und ich persönlich wüsste gar nicht, was jetzt in meinem Sommerlager wäre und würde dann wahrscheinlich im Frühjahr das ein oder andere Teil kaufen, obwohl ich ein ähnliches schon besitzen würde. Einsortieren in die Schubladen, wo befindet sich was, da folge ich einfach meinem Gehirn, meiner Intuition, wie es für mich Sinn macht. Und das betone ich ja auch immer wieder, auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Das ist mir sehr wichtig. Es muss für dich funktionieren, es muss für dich Sinn machen und nicht in irgendeinem Buch stehen, wie das zu sein hat, sondern so, wie es für dich Sinn macht. Bei mir sind meine Sportklamotten alle beisammen. Dasselbe gilt für meine Gartenklamotten, die ich nur im Garten anziehe. Also überleg dir, wie sieht mein Alltag aus, wie sehen meine Hobbys aus und wo würde ich danach suchen. Find da dein System, da gibt es keine Regel. Tipp Nummer 8, du hast sicher auch schon davon gehört, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel zum Jahresbeginn, wir haben ja immer noch Januar, die Kleiderbügel alle so rumdreht, dass sie quasi schwer rauszubekommen sind. Und immer wenn man was angezogen hat, hängt man es wieder richtig rum hin und dann sieht man am Jahresende oder nach einem halbes Jahr funktioniert nicht, wenn ihr die Saisonkleidung immer wegräumt. Und dann sieht man nach einer gewissen Zeit, was man getragen hat und was nicht. Ich bin da jetzt auch nicht so radikal, dass ich sage, nach einem Jahr muss das andere alles weg. Aber es gibt einem schon so ein bisschen Hinweis darauf, wie lange man was gar nicht mehr angezogen hat, obwohl man sich beim letzten Ausmisten eingeredet hat, das ziehe ich ganz bestimmt bald wieder an. Zurück zu diesem Kleiderbügel umdrehen, umhängen. Ich finde das wahnsinnig kompliziert und sieht auch nicht schön aus. Deswegen, ich habe da jetzt ein Band an einen Kleiderbügel gemacht und alles, was ich jetzt nochmal anziehe, kommt vorne dran, sodass irgendwann nach einem gewissen Zeitpunkt die Sachen, die ich nicht anhatte, immer noch hinter dem Kleiderbügel mit dem schönen Band dran hängen. Und zu guter Letzt, Tipp Nummer 9, Mottenpapier. Wenn du schon mal Probleme mit Motten hattest, gerade bei offenen Schränken, auch wenn die zu nah beieinander hängen, benutzt Mottenpapier. So, wenn jetzt alles gut geklappt hat, dann sollte jetzt, kurz bevor du fertig bist, dein Wecker klingeln. Und diese 20% Zeit, die kannst du jetzt nutzen, um dein Projekt abzuschließen. Um die Taschen an den Ort zu bringen, wo sie hingehören, um nochmal zu schauen, ob du dein Wunschergebnis erreicht hast. Bei mir sind zusammengekommen eine halbe große Ikea-Tüte voll Spenden, ein Beutel Altkleider, ungefähr ein Beutel Dinge, die ich zu meiner Schneiderin bringen möchte und ein Beutel Sachen, die ich noch färben möchte. Bitte, bitte legt diese Sachen, Dinge, mit denen ihr noch was vorhabt, nicht zurück in den Kleiderschrank, sondern dorthin, wo ihr eure anderen To-Dos aufbewahrt. So, dass das euch immer wieder ins Auge fällt und euch nervt und erst dann weggeräumt werden kann, wenn es wirklich erledigt ist. Dann hoffe ich, du konntest auch heute wieder ein paar Tipps mitnehmen und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao!